Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ingas Color Art. Meine Leinwand ist quadratisch, ich habe ein paar Acrylfarben ausgepackt, mein großes Palettenmesser und verteile dann zunächst ein dunkles Blau, ein Kupfer und Türkisblau auf meiner Leinwand. Ich bin tatsächlich richtig angetan von dem Zusammenspiel der Farben und wie sich die Farben mit dem Palettenmesser verteilen lassen. Doch dann greife ich leider zu einem Werkzeug, mit dem ich schon einmal gearbeitet habe und von dem ich mir tatsächlich etwas versprochen habe, aber es geht in eine völlig andere Richtung. Ich trage noch einmal dunkles Blau auf und greife dann zu einer Handwaschbürste. Das Geräusch ist auch super toll, aber ich mache mir damit das Bild kaputt. Ich bin richtig enttäuscht, was diese Handwaschbürste mit meinem Bild gemacht hat. Und dieses super leichte ist im Moment von dem Bild verschwunden. Ich mag ein dunkles Blau unheimlich gerne und ich mag auch normalerweise Strukturen, auch Texturen habe ich sehr gerne auf meinen Bildern. Doch nichts davon ist passend für das Empfinden, was ich am Anfang zu diesem Bild hatte. Jetzt gibt es als Künstler natürlich die Möglichkeit, sämtliche Acrylfarbe von der Leinwand runterzukratzen, die ganze Leinwand zu trocknen, mit Weiß zu überstreichen und dann von vorne zu beginnen. Oder aber man entscheidet sich so, wie ich das gemacht habe. Man versucht aus der Leinwand jetzt noch das Beste herauszuholen. Deshalb versuche ich zunächst einmal aus dem dunklen Teil wieder heller zu werden. Das ist mit einer dunklen blauen Farbe natürlich nicht ganz so einfach. Und während ich gemalt habe, habe ich so daran gedacht, was Friseure machen, wenn sie Leute umfärben müssen. Auch das geht immer nur in verschiedenen Aufträgen, Spülungen, Warten und Weitermachen. Und ich habe mich dafür entschieden, weiterzumachen. Und so trage ich dann ganz in Ruhe verschiedene Farben auf, hole mir auch noch andere Farben hinzu, mit denen ich ursprünglich nicht hatte malen wollen und versuche das Bild in eine Ausgangsposition zu bringen, die nicht weiß ist, sondern die mit den Farben arbeitet, die sich bereits auf der Leinwand befinden. Ich bin von Haus aus tatsächlich schon ein recht geduldiger Mensch und es ist trotzdem schwierig, das dann auszuhalten, den Anspruch, den man an sich selbst hat, das, was auf der Leinwand passiert ist und das, was es zu tun gilt, damit man wieder einen Ausgangspunkt hat, auf dem man weiterarbeiten kann. Innerlich gilt es dann einmal durchzuatmen, die Gedanken zu sortieren und vor allen Dingen mit sich selbst wohlwollend umzugehen, denn man ist ja sehr schnell geneigt, sich für solche Dinge selbst die Schuld zu geben und gerät dann in ein Gedankenkarussell, was man beim Malen absolut nicht gebrauchen kann. Es sind so kleine Dialoge, die man selbst beim Malen führt. Und wenn man einmal durch diese Gedankenwelt durchgetaucht ist, dann fällt es einem auch leichter, weiterzumachen, neue Impulse setzen zu können und vor allen Dingen daran zu denken, dass das Ganze einen positiven Ausgang haben wird.
Es sind ja ein paar Minuten vergangen, seitdem ich festgestellt habe, dass die Waschbürste nicht besonders gut für mein Bild war. Und jetzt schaut einmal hin, wie sich das Bild inzwischen verändert hat. Es ist heller geworden, es ist ruhiger geworden, es spricht selbstverständlich eine völlig andere Sprache als das, was der Anfang erahnen ließ. Aber ich merke, wie mein inneres Gleichgewicht zurückkehrt und wie die Idee, weiterzumachen und vielleicht etwas völlig anderes zu schaffen, als das, was ich ursprünglich vorhatte, Flügel bekommt. Natürlich muss man zwischendurch abwägen, ob man eine Sache weitermacht oder ob man einen komplett neuen Ansatz findet. Doch hier war die Farbe ja gerade eben aufgetragen, das heißt, sie war noch nass. Und nasse Acrylfarbe lässt sich dann ja auch tatsächlich gut miteinander mischen. Wenn man dann noch ein bisschen im Kopf hat, welche Farbe zusammenpasst, welche Farbe transluzent ist, welche Farbe deckend ist, dann habe ich eine Chance, da wieder rauszukommen, ohne dass ich grundsätzlich mit weißer Farbe arbeite. Die Farbe, die ich jetzt gerade auftrage und wofür ich dann doch meine Glättkelle herausgeholt habe, ist das Perlweiß. Ich werde euch auch alle Farben, die ich in diesem Video benutze, wieder in der Videobeschreibung auflisten. Das mache ich normalerweise bei meinen Videos immer. Und dann könnt ihr mal gucken. Also ich habe hinterher sehr intuitiv zu den Farben gegriffen. Es gibt dazu kein Konzept und einfach geguckt, was dem Bild und mir in dem Augenblick gut tut. Und diese Helligkeit auf dem Bild, die inzwischen entstanden ist, wird jetzt die Ausgangsposition sein für all das, was jetzt auf dem Bild noch kommen wird. Natürlich braucht es dann nach der ganzen hellen Farbe, teilweise in Perlweiß, teilweise in Titanbarf hell, teilweise in Himmelblau hell, auch mal wieder eine dunkle Farbe. Und zwar genau das dunkle Blau, was mich vorhin mit der Waschbürste zusammen ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Es ist ein bisschen wie frisch gefallener Schnee. Denn jetzt habe ich ein neues Konzept für mein Bild und deshalb bringe ich jetzt auch eine völlig neue Farbe ins Spiel. Und bei der Farbe handelt es sich um das helle Olivgrün, schon oft benutzt, deswegen ist die große Flasche fast leer. Und damit bringe ich jetzt neue, frische Spuren auf mein Bild und hoffe, dass sich das helle Grün weiter vermischt. Und dann greife ich zu einer Lieblingsfarbe von mir, das ist das Permanent Rot-Violett, und kombiniere das mit dem Grün. Das ist ein bisschen gefährlich, weil Rot und Grün sind Komplementärfarben. Wenn die sich zu stark mischen, dann geht dort die Sättigung verloren. Aber ich hoffe ganz einfach, dass die Menge an Farbe, die ich noch auftragen werde, einfach ausreicht, sodass der Effekt nicht großartig in Erscheinung treten wird. Im Gegensatz zu meinen anderen Bildern habe ich mich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich dafür entschieden, dass dieses Bild in einer gewissen Richtung hängen wird. Und zwar genau so, wie es jetzt gerade auf dem Tisch liegt. Und dadurch, dass ich das zu diesem Zeitpunkt schon wusste,
habe ich mit diesem Bild anders weitergearbeitet, als ich es normalerweise bei meinen Rakelbildern oder bei meinen abstrakten Bildern mache. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr damit umgeht, wenn ein Bild anders ausfällt oder wenn ihr ein neues Werkzeug ausprobiert, was dann passiert, wenn ein anderer Effekt auftritt, wie ihr damit umgeht. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wenn ich jetzt so sehe, wie sich das Bild verändert hat, dann bin ich wirklich froh, dass ich weitergemacht habe und mir eine Ausgangsposition geschafft habe, auf der ich weitermachen konnte. Langsam fange ich an mit Details. Für mich gibt es auf diesem Bild einen dunkleren Part und einen helleren Part. Und da werde ich jetzt versuchen, beide Elemente ein bisschen zu verbinden und trotzdem weitere abstrakte Elemente auf die Leinwand einzubinden. Der Part, der jetzt weiter weg von mir liegt, der mit den hohen Blauanteilen, gefällt mir so gut, dass ich mir vorgenommen habe, nach Möglichkeit dort nichts weiter zu verändern, sondern jetzt in Ruhe an dem oberen, helleren Part zu arbeiten und dort auch nochmal ein paar Details aufzusetzen und zu schauen, dass sich das Bild gemeinsam mit dem unteren Part harmonisch zusammenfügt. Leider spiegelt sich die Deckenleuchte in der nassen Farbe wider, sodass hier die einzelnen Farbnuancen nicht ganz so gut zu sehen sind. Aber ich denke, man kann noch sehr gut wahrnehmen, dass die himmelblaue Farbe im Hintergrund ein bisschen im Kontrast steht. Und ich setze jetzt noch einmal ein bisschen Metallic-Farben auf, vornehmlich das helle Gold von Amsterdam. Und gehe dann noch anschließend einmal mit einer Perlfarbe und dem Permanent Rot-Violett darüber, damit der helle Part auch als solcher erhalten bleibt. Das sind jetzt wirklich Details, das erfordert Fingerspitzengefühl und manchmal ist das wie ein Tanz auf einem Drahtseil, bei dem man nicht ganz genau weiß, ob man nicht doch gleich abrutscht. Da der Teil, den ich vorhin als hellerer Teil bezeichnet habe, durch die Verwendung des Permanent Rot-Violetts und des dunklen Blaus dunkler geworden ist, greife ich zum Abschluss nochmal zu dem hellen Olivgrün und auch nochmal zu dem Perlweiß und finde dann, dass das Bild sich zwar sehr stark verändert hat, vom Ausgangspunkt bis zum Schluss, aber dass es ein wunderbares Bild geworden ist. Dann schauen wir uns das Bild, welches mir am Anfang einen gehörigen Schrecken eingejagt hat, einmal genauer an. Es ist bei dieser Aufnahme noch im nassen Zustand. Es hat auch
sehr viele Schichten aufgetragen bekommen, sodass ich damit rechne, dass die Trocknungszeit viel länger betragen wird als bei den anderen Bildern. Aber ich bin positiv überrascht, dass aus dem anfänglichen Erlebnis mit der Handwaschbürste ein solch tolles Bild entstanden ist. Im getrockneten Zustand präsentieren sich Acrylfarben viel dunkler, als es sie beim Auftragen tun. Und ich finde es wunderbar, wie das Olivgrün dort, wo es aufliegt, noch so schön leuchtet. Und dort, wo es mit dem permanent Rot-Violett in Verbindung gekommen ist, wirkt es einfach dunkler. Die Perlfarben und Metallicfarben, die ich aufgetragen habe, geben dem Bild zusätzlichen Glanz. Zum Schluss gibt es einmal das Bild an der Wand in einem anderen Licht. Und auch hier kann man ganz gut sehen, dass ich den dunklen Part nach unten gehangen habe, dort sehr viele Details aufgetreten sind und dass im oberen Part die Farben grundsätzlich heller sind. Und ich glaube, ich bin schon wieder im Floralen, aber im Abstrakten unterwegs. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie auf euch das Bild wirkt und wie ihr die Farbzusammenstellung findet. Ich bin froh, dass ich die Farbe nicht vom Bild heruntergekratzt habe, sondern mit dem, was ich vorgefunden habe, weitergemacht habe. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du mir etwas in die Kommentare schreibst. Und dann wünsche ich dir alles Gute für die kommende Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.